Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online mit einem geschalteten Mikrofon. Ich bin ein Städter und das ist hier mein erster Kontakt mit der Landwirtschaft. Und in diesem Spiel habe ich mir also als Farmmanager erstmal so ein Grundstück gekauft. Ich habe gleich das erste genommen, das es im Protect gab, wenn man keine Ahnung hat. Und mir scheint im Moment so, dass dieses Grundstück hier wirklich das schlechteste von allen möglichen ist. Die Felder sind ziemlich schräg und was ist das da eigentlich? Das da, was ist das da? Wetterstation oder was? Scheint so. Eine Wetterstation zu sein. Also ein Grundstück besteht dann also da aus dem Silo in der Mitte. Und jetzt habe ich da 3 Felder hier direkt. Auf der linken Mitte links habe ich 2 Felder. Da hinten habe ich noch ein drittes. Und da habe ich jetzt im Moment Ölsamen angebaut. Da gehen wir jetzt mal dazu. Ölsamen als Form eines Düngers. Das Ölwachstum ist das also 0% gedüngt. Muss das denn gedüngt werden oder? Und das Feld ist auch nicht gedüngt oder? Muss Ölsamen gedüngt werden? Ich habe gar keinen Dünger momentan. Ja. Das zweite Feld, das gehört mir auch Ölrettich. Der Ölrettich fungiert hier so als Dünger, als Grunddünger. Der wird gleich untergegrubbert. Ich weiß nicht, ob der wachsen soll, der dann besser wird. Habe ich überhaupt, ich habe nur einen einzigen Traktor. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja. Ich bin derjenige, der alleine arbeitet und der alles alleine macht. Und das bringt mir auf der einen Seite zwar am meisten Fortschritt, aber ich habe überall so eine Rillen hier drin. Ich weiß nicht genau, wie ich die erstelle, wie das herkommt. Wenn ich da auf der Achse drehe oder wie, das weiß ich nicht so genau. Ja, dann haben wir da hinten ein paar Felder, dann haben wir jetzt hier, was haben wir da? Was haben wir hier? Was ist das hier? Ach, hier haben wir einen Ballen. Das ist meine neueste Errungenschaft, diese Ballen. Das sind Silageballen. Der bringt 1000 Euro, der ist 1000 Euro wert. Sieht man dem gar nicht so an. Die muss ich gleich einsammeln, oder wenn das manchmal gereicht, dann habe ich gleich die gute Ernte, damit der Tag gleich gut beginnt. Das ist übrigens mein Hühnerstall 1. Ich habe 2 große Hühnerställe. Und da habe ich noch 2 Ballen. Dann würden wir jetzt erstmal dann noch einen. Dann kommen wir erstmal zu meinem Traktor. Strengen wir hier mal ein. Und so. Und dann fangen wir mit dem Traktor mal den Ballensammler anwerfen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mein neues Tageswerk hier beginnen soll. Also, ich muss jetzt mal zum Ballensammler. Ich weiß noch nicht genau, wann ich was machen soll, in welcher Reihenfolge. Da haben wir einen Ballen, den werde ich jetzt einsammeln. Jetzt so erstmal rum.
Jetzt haben wir sowas von vielleicht mal Perspektive wechseln, so aus der Fahrkabine. Jetzt möchte ich den da hinten ankuppeln. Macht aber nicht, warum nicht? Da ist er. Da ist er. Okay, jetzt haben wir den angekuppelt. Und jetzt müssen wir die Arbeitsstellung B. Machen wir B. Bei B fällt also der Arm aus. Und der Arm fischt jetzt auch hier, die ich jetzt habe. Ganz elegant. Jetzt fahren wir mal an der rechten Seite vorbei. Da kann man das sehen, zack, hat er den aufgefischt. Dann haben wir den da auch noch. Da haben wir noch einen Strohballen. Haben wir noch Ballen hier? Hier sehe ich keine Ballen. Müsste aber auch noch Ballen sein. Da hinten ist noch einer. Hier ist noch einer, fahren wir hier dran vorbei. Dann wird der wieder aufgefischt. Gut, zack. Haben wir den zweiten drauf. Wir gehen also 8 Ballen drauf. Und wenn ich die mit der Zange einsammeln muss, das ist sehr mühsam. Kriegen wir den jetzt auch noch? Hoffe ich doch zumindest, dass wir den noch bekommen. Wir stehen drauf, ich glaube ja. Sind wir schon wieder ein bisschen zu weit oder? Nee. Haben wir den drauf und dann nehmen wir den jetzt hier. Haben wir den geschnappt oder nicht? Ja, haben wir auch geschnappt. Jetzt haben wir also 4 Stück, 4 Ballen. Sind das alle oder? Jetzt haben wir da noch einen. Dann nehmen wir den noch mit. Okay. Und hier wird auch irgendwo einen, ne? Da haben wir einen. Dann fahren wir den mit. Okay, ja, haben wir auch. Und jetzt, das ist alle Ballen oder? Ich weiß nicht genau. Nur 6 Stück gestern von gestern Abend. Ich habe gestern Abend hier noch ein bisschen wild gemäht. 6. Sind immer 5.500 schon mal. Könnte man sagen, so Pi mal Daumen. An meiner Mischung. Habe ich jetzt hier noch irgendwo, hat sich noch einer hier versteckt irgendwo? Ich sehe keinen. Ballen, wo bist du? Komm vor. Sonst fahren wir nämlich mal Geld verdienen zur Scheune und liefern die ab. Damit hätten wir dann schon das erste Tagwerk heute verbracht. Die erste Ernte schon mal weggebracht. Wie habe ich jetzt 6 oder 7? 5 Strohballen und könnte 5.500 geben. Aber es ist einfache Arbeit. Das einfache Geld verdienen wie mit den Hühnerkartons. Bei den Hühnerkartons muss ich ja jeden Karton anpacken und dann das auf den LKW werfen, auf meinen Anhänger. Und ja, habe ich jetzt eigentlich am Bügel eingefahren? Die B könnte ich mal einfahren vielleicht. Das ist so, hätte ich schon WR machen können. Jetzt fahre ich also hier ran so, damit es hier reinkommt. So. Und jetzt da sieht ja die 6 Grundballen habe ich drauf, ja. Steht jetzt richtig hier, dass der hier auf dem Feld steht. Da muss ich noch ein bisschen weiter mal sehen. Der gibt jetzt alle gleich die Ballen da hinten und dann müssen die in dem Feld stehen. Ja doch, schaffen wir. Ich glaube Z, nochmal Z, dann nochmal Z und wie was? Eine Daten Z.
Ballen entladen. Z. Jetzt macht er den runter, dann fällt er den auf, sehr schön. Und 6 Ballen, das sind also 3 Showballen und 3 normale. Das müssen so 3.500 geben. Okay, dann können wir den mal Z machen, so. Und das war's, machen wir nochmal Z, damit der wieder runterfährt. Also da gibt es 3.800 für die Ballen. Ich hätte jetzt zwar ein bisschen mehr erhofft, aber der Preis schwankt ja auch. Okay. Da waren 3 Showballen drunter. Okay. Dann sollte man wieder wechseln hier. Von hinten denken jetzt nicht immer an die Sache. Ja. Und jetzt geht dann wieder ins Führerhaus. Ja, prompt bin ich genau da wollte ich gar nicht hinfahren. So. Ja, ich bin ein wilder Fahrer. Also ich bin ein Städter und habe keine Ahnung von Landwirtschaft. Und jetzt hier im Alter schule ich noch zum Landwirt um. Und vorher habe ich eine Umschulung zum BKF gemacht. Jetzt mache ich eine Umschulung zum Landwirt, könnte man sagen. Zum virtuellen Landwirt. Vorher war der virtuelle. Wieso habe ich denn eigentlich nur 3 Ballen? Wieso habe ich nur 3 Ballen? Das ist ein paar wenig. Müsste ich nicht ein paar mehr haben? Ich sehe keine. Ja, wie dem auch sei. Also, da kommt die Maschine hin. Da haben wir also, die sieht aber ordentlich dreckig aus. Ist das eine Drehmaschine? Okay. Will ich den hier abstellen oder können wir noch was zurückfahren? Hier nochmal einen Kreis drehen, hier nochmal. Wo stelle ich den jetzt hier hin? Dass er nicht stört, dass ich ihn wiederfinde. Hier vielleicht so oben. Er sollte gleich in Fahrtrichtung Feld stehen, da wo ich den hinfahren will, damit ich dann nicht beim Start erstmal wieder suchen muss. Und das, hier sollte der so stehen, dass der so hier drin steht. Okay, anhalten bitte. Ja, mal abkoppeln, haben wir. Und den abgekoppelt. Gut, der zweite Schritt des Tages, was machen wir jetzt? Düngen oder nicht düngen? Grubbern oder nicht grubbern? Das ist meine Grubbermaschine. Da ist meine Grubbermaschine. Da müssen wir also reinfahren zum Grubbern und sehen. Ich möchte jetzt hier also hier möchte ich also hier geht es rein, ne? Ich hoffe doch. Ja, haben wir den. Den Spiel, den denken wir an. Jetzt können wir jetzt hier können wir ernten und grubbern. Das machen wir. Stellen wir diese Maschine an. Mit B. Und schalten. Dann die Maschine zuklappen. Weiß ich nicht. Abdeckung öffnen. Die Maschine senken V. Und
Spurreiter Y machen wir mal nicht aus meinen Spurreiter. Ich weiß nicht genau, wofür das ist. Der Spurreiter. Manchmal den Spurreiter aus. Ich hoffe nicht, dass der Spurreiter da für diesen Löcher verantwortlich ist. So. Die Maschine zuklappen, weiß ich nicht genau. Die Maschine abschalten. Läuft das in die Sämaschine. Man sieht also da oben links über dem Menü, dass das so ein bisschen orange ist. Das sagt mir also, dass die Maschine eingeschaltet ist. Und dann können wir das oben mal über eins ausmachen. Jetzt kann man das noch besser sehen da oben, ne? Jetzt fahre ich mal los. Und dann möchten wir beobachten, was die jetzt macht da hinten. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt hier das Robot oder nicht. Haben wir hier so einmal rum. Das ist meine Lieblingstour. Mal rechts herum. So, hier runter. Ach Moment, jetzt habe ich wieder. Ich brauche jetzt nicht schon wieder Öltisch. Ich möchte mal die Sammelart ändern. Z anschalten. Moment. Ich war wieder zu eifrig hier. Ich kenne die Seiten nicht ab. Ich möchte abschalten. Ich kann ich jetzt. Da haben wir Gas. Da haben wir Weizen. Da haben wir Gersten möchte ich sehen, ja. Und Gerste. Genau. Dann müssen wir Gerste gehen. Und bitte weiterfahren. Habe ich jetzt eingeschaltet? Nee. Das Spiel muss ich ihn wieder einschalten. Okay, und das sollte der sehen. Das sollte der sehen. Dann kommen wir hier so rüber. Ja, der hat gerubbert. Jetzt fahre ich über das Gerubberte nochmal rüber, damit ich jetzt hier auch Gerste bekomme. So, nämlich sonst Weizen dort. Und dann haben wir auch das Feld so. Okay. Ich muss jetzt hier also beim Fahren mit diesem neuen Kombisteuer, mit diesem Kombigerät, muss ich also ich glaube, jetzt habe ich auch weniger Löcher drin mit dem Spurreißer. Okay, wenn wir also das erste Feld heute sehen und nach dem Sehen werde ich das düngen. Diesmal mit Mineraldünger, der hat jetzt einmal den Dünger drauf, von dem Ölsamen, von der Ölfrut hier. Und dann machen wir dann mal den anderen drauf. Dann kommen wir so drüber. Und was haben wir jetzt vergessen hier? Müssen wir hier eine schöne Kurve fahren. So. Dann kommen wir hier rein, da haben wir wieder eine Kurve vergessen. Und ich sage, der hat einen anderen Bogen wie der alte. Wie der andere. Deswegen muss ich jetzt hier die Kurve weitermachen. Weiterfahren, weiter ausholen, noch weiter. Weil das Gerät ist insgesamt ja länger. Dadurch habe ich dann ein anderes Kurvenverhalten, das ich jetzt noch nicht antizipiert habe. Kommen wir hier so rein.
wird also hier Gerste gesät und der Ölsamen wird gleichzeitig untergegrubbert. Jetzt habe ich also durch Grubbern und sehen gleich einen Vorgang, zwei Vorgänge in einem, aber ich muss den natürlich nachher trotzdem beim nächsten Mal kalken, da habe ich wieder einen extra Durchgang. Ja, ich träume ja davon, dass wenn ich nachher hier ein bisschen Geld habe, ich hoffe, dass ich jetzt hier, ich muss nachher da drüben das Feld, möchte nur ein Grasfeld machen und das Gras kann ich dann jeden Tag schön abmähen. Und da brauche ich nicht mehr zu sehen und nichts mehr. Das sehe ich jetzt hier nur für meine Hühner. Meine Hühner brauchen immer Weizen, Gerste und so. Und dafür fahre ich das jetzt hier ab. Also das ist jetzt ein Praktikum mit Sachen Landwirtschaft. Ich habe hier noch keine Ahnung. Deswegen fahre ich hier auch an der Arbeit insgesamt sehr wild. Unorthodox. Gut. Und dann haben wir den jetzt hier. Dann haben wir jetzt hier rein. Ja, jetzt habe ich schon weniger hier drauf, weniger Löcher drin, weil ich keine Spurreißer mehr habe. Das war also das Y. Ich muss dann die Spurreißer ausschalten, damit ich hier nicht so eine krummen Okay, dann sind wir schon gleich durch hier. Jetzt haben wir dieser, hier haben wir jetzt also Gerste gesät. Jetzt können wir noch mitmachen, das nehmen wir auch mit. Und da ist alles weg, ja. Dann haben wir hier noch ein Stück. Das werden wir dann auch weggrubbern. Gut. Und dann fahren wir zu dem Feld da oben und machen das auch weg. Und dann machen wir das da oben weg. Und hier kommt auch Gerste hin. Also diesmal ein Feld mit 3 Felder Gerste. Und direkt 2 Enden hintereinander machen. Und jetzt hat er also eine Düngung eigentlich. Und wir haben 9 Uhr, was habe ich heute geschafft? 9 Uhr. Ich habe noch meine Hühner gar nicht nachgesehen. Da muss ich gleich mal an die Hühner, sie muss ja immer den Stall sauber machen. Muss mir erstmal den Stall sauber machen. Und dann ja, eine Stunde brauche ich bestimmt hierfür, oder? 3 Stunden, ja. Bis 11 Uhr vielleicht. Und das andere Feld hinten kann ich wann machen. Da muss ich dann Gras sehen, darf ich nicht vergessen, das einzuschalten. Das ist mir letztes Mal schon passiert. Hatte ich dann auf einmal Gerste statt Gras. Ich möchte dann Gras sehen. Ja, praktisch finde ich ja schon mal, dass man nur eine Samensorte hat. Man kauft einen Karton Samen und dann hat man da eine Feldfrüchte drin und braucht man die nur mit Setz hier einstellen. Muss man natürlich darauf achten, auf das Symbol da unten. Jetzt im Moment habe ich Gerste eingestellt und ich hatte das ja auch am Anfang erstmal vergessen und
Wozu braucht man diesen Spurreißer, möchte ich mal wissen. Da hat man ja im Feld nur so eine Löcher. Damit man sieht, wo man gefahren ist oder wie. Was aber jetzt nur bei einer bestimmten Technik hilft. Ich muss mich mal informieren. Ich habe da irgendjemand mir im Internet eine sachkundige Auskunft darüber gibt. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Oma Tanner. Die ist ungefähr Oma Tanner. Die macht das also auch und die erklärt das auch gut. Und da bin ich ein guter Fan von. Das ist so mein Tutor hier. Ein Landwirtschaftstutor hier, mein Ausbilder. Ein selbstgewählter. Und dann mache ich mich jetzt hier auf meine eigenen Wege. Ja gut, also man sieht, es geht voran. Da haben wir wieder ein Stück vergessen. Die Kuh wieder nicht schlecht genommen. Da hinten haben die Vögel schon auf dem Feld herum. Ich war wieder zu weiten Bogen. Ich muss dann weiter ausholen. Den Bogen weiterfahren. Noch weiter und dann ist fahren. Damit das hier ist genau dasselbe. Dass ich die dann reinbekomme. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann mache ich dann eine extra Runde, drehe ich dann noch, dann fahre ich die alle ab. Das ist also kein Beinbruch, wenn das nicht so viele sind. Ne? Was ich mitnehmen kann, nehme ich gleich mit. Bei meiner wilden Fahrweise. Aber der Vorteil ist halt, dass ich dadurch dann nicht jedes Mal so eine lange Pause habe, dann anhalten muss, dann wenden muss, dann wieder zurücksetzen und so, sondern dass ich dann so einen Abwärtsfluss habe. Und da können wir den nehmen wir auch noch mit hier. Okay, dann fahren wir hier mal rein. Okay, haben wir. Und mit denen nehmen wir jetzt auch mit. Und dann fahren wir hier um. Fangen wir das hier ab. Dann haben wir das Feld heute danach schon mal hier gemäht. Und der Samen hält lange, muss man sagen. Und fahren wir hier so einmal rum. Weiter vielleicht so. Fahren wir hier weiter so rein. Fahren wir hier mal eine Ehrenrunde, damit ich jetzt besser sehe, wo wir hier sind, was wir hier machen. Okay, dann müssen wir das jetzt im nächsten Durchgang hier wegbekommen, oder? Da habe ich noch einen, da habe ich ein bisschen bei Essen stehen. Wie können wir dann fahren? Jetzt habe ich keine Streifen, das ist schon mal gut. Da haben wir noch ein Stück hier. Das ist der letzte Rest. Sieht so aus. Und sonst sieht es gut aus. Da habe ich so ein Stück hier in der Mitte. Im Spurreißer. Da habe ich das auch weg. Okay. Jetzt habe ich keine Löcher mehr drin. Jetzt können wir da hinten zu dem anderen Feld fahren. Da habe ich auch wieder große Spuren drin. Große Spurstreifen. Spur. Hat eine richtige Spur da reingerissen. Ja,
Da wächst dann auch nichts mehr. Da wächst dann ja auch nichts mehr. Ja, also beim Weizen habe ich jetzt rausbekommen hier 4000, dem zweiten Feld 4500 und auf dem hier 4600. Bei Weizen. Ob jetzt Gerste einen höheren Ertrag hat oder einen anderen Ertrag, weiß ich nicht genau. Also es ist nur mal, dass ich das so kalkulieren kann hier für mich. Dass ich also weiß, ihr bringt halt ungefähr 4000 Liter an Feld. Und 4000 Liter. Und das andere auch 4000. Also das Feld hat ja schon mal 5000 Liter gebracht. Schon bei Gästen. Beim letzten Mal hatte ich nicht gedüngt. Und jetzt dünge ich also. Bin so mehr der Typ Bierbauer. Ich komme aus der Stadt. Das stehen wir jetzt auf Bio. Und von daher bin ich jetzt kein Kunstdünger-Fan. Deswegen fahre ich hier mit dem Ölsamen. Und aber Ölsamen komplett ohne Dünger ist vielleicht auch nicht optimal. Deswegen brauchen wir da vielleicht nur den hier noch mitnehmen. Damit wir hier halb ins Feld reinfahren. Ne? Dann können wir gleich hier hochfahren. Fahren wir mal so rum. Also ich habe hier diesen John Deere Traktor gekauft für 83.000 im Shop, weil der hatte die Farbe blau, das gefiel mir gleich. Ich habe also, wie es so ist beim Summenstädter, also erstmal den Traktor gekauft nach der Farbe. Aber ich glaube, war keine falsche Entscheidung. Habe ich bisher nicht bereut. Und hatte ich ja nur 1 Million auf dem Konto, als ich den gekauft habe. Da war ich noch Millionär. Ja, jetzt momentan sieht die Finanzlage ein bisschen anders aus. Also momentan habe ich, wie man sehen kann, 10.000 auf dem Konto. Ich habe 380.000 Kredit ungefähr. Und 380.000 Kredit, ja. Ich will das hier weiter ausholen. Dann können wir hier wieder reinfahren. Ja, das Feld sieht jetzt besser aus, sauberer. Ich habe keine Spurrisse mehr drin. Das stört doch ganz gewaltig. Schon von der Optik her. Ja, das passiert hier. Ich habe keine richtige Tastatur hier. Ich habe so eine große Microsoft-Tastatur und die ist natürlich für das Spiel wenig geeignet, weil erstmal die Tasten, mit die sie ankommt, die sind viel zu klein und die Tasten, die ich nicht brauche, die sind ja groß. Also so Microsoft-Tasten, die brauche ich ja gar nicht. Die sind aber dann riesengroß, wenn man dann so blind dahinter ist. Was steht da? Flächendeck? Erfolgreich. Also ich bin ein Flächendecker, oder wie? Erfolgreicher Flächendecker. Ach. Also irgendwie so eine Mitteilung. Erst war ich schon ein Hinterhofbauer, hat er gesagt, und jetzt bin ich ein Flächendecker. Hektar, ja, habe ich jetzt schon 10 Hektar. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Hektar das hier sind. Aber ich habe 4 Felder, das sind hier die 3. Und dann habe ich jetzt da drüben hier noch ein Feld, da kommt dann Gras hin.
Also hier die 3 Felder behalte ich, die sind jetzt für Getreide. Und für Gerste und für Weizen für meine Hühner. Ich habe ja 2 Hühner erstellt, 2 große, und da müssen also brauche ich Futter für. Und ja, also die bringen so ungefähr 15.000 Liter. Und meine zwei Hühnerställe brauchen schon 36.000 Tonnen für 10 Tage. Das heißt, ich kann mich auch nicht ausruhen, sondern ich muss hier immer weiter Getreide anbauen, damit ich das hier meine Hühner weiter verfuttern, weiter ernähren kann. Und die Hühner sind ja bisher das Haupteinkommensquelle bisher, muss man sagen. Dann kommen wir hier mal so rein. Dann kommen wir hier ein bisschen weiter rüber. Und dann, okay, dann kommen wir hier rein. Und okay, auf der nächsten Runde, die letzte jetzt hier. Gut, wie Uhr haben wir? 10 Uhr haben wir, bin ich gut vorangekommen. Mit dem komme ich besser voran wie mit dem anderen Gerät. Da habe ich dann ein Stückchen, das werden wir auch mitnehmen. Okay, wie sieht das aus? Alles weg hier. Alle Raps, ja, da haben wir eine Spur drin. Da haben wir die Vögel, da wir die Vögel mal verjagen. Wir brauchen auch Futter hier, wir brauchen auch die Saat. Hier in der Ecke, dann nehmen wir das hier so mit. Ja, okay, das war's. Können wir das mal hochmachen. Ausschalten. Jetzt fahren wir mal, wenn ich das annehmen. So, ja. Jetzt fahren wir mal zu dem anderen Feld da drüben. Dann sehen wir da erstmal, dann sehen wir da, wir müssen da jetzt hin. Da drüben das große Feld, das habe ich gekauft auf Kredit. Und weil mir das piekte mir in der Nase, dann habe ich dann nochmal, okay, dann müssen wir mal abstoppen, machen, dann machen wir das wieder an. Und jetzt, Moment, jetzt muss ich den abschalten nochmal. Das ist Gas, ja. Jetzt habe ich Gas angeschaltet. Jetzt einschalten. Und dort hier also der Grasmähen und Gras säen. Und dann möchte ich jetzt hier das Gras ernten, dass ich dann hier auf diese Weise hier viel Gras habe. In den anderen wächst zwar auch schon Gras, aber hier bekomme ich dann natürlich noch mehr. Und vielleicht baue ich dann später mal einen anderen Traktor. Einen stärkeren. Dann kann ich das Gras hier mähen und gleichzeitig mache ich dann Rollen hinten dran, wenn Rollen gepasst, Silagerollen. So schwebt mir das vor. Das habe ich bisher hier schon an den anderen probiert. Und das sollte dann einiges bringen an Geld. Ich weiß nicht genau, wie viele Rollen der jetzt hier schafft pro Feld. Aber dann kann ich das Feld hier, die Ränder, die kann ich dann mit abernten. Und dann haben wir jetzt also ein Grasfeld. Das Grasfeld könnte ich auch benutzen, um Schafe zu halten. Aber ich habe ja keinen Platz für Schafe. Ich weiß gar nicht, wie Schafwirtschaft geht. Ich möchte mich erstmal informieren. Ich
weiß nicht, ob man das schaffen kann. Das habe ich hier in der Graswiese. Die kann ich jetzt also für ja, die Graswiese. Und was mache ich mit der Graswiese? Kann ich jetzt bei den Schafen da meine Silage verfüttern oder Grasball? Oder was mache ich dann da? Ich muss ja mal das Stuhl sehen von der Oma Tanda. Da kann ich vielleicht auch Schafe halten. Also statt das schwebt mir ja vor, dass ich so einfache Sachen mache. Und das ist jetzt hier schon arbeitsintensiv, finde ich. 4 Felder zu bewirtschaften. Und wenn ich natürlich hier nachher einen Helfer einstellen kann, der dann nur hoch und runter fährt, das wäre natürlich auch super. Müssen wir mal sehen, ob wir das so hinkriegen. Dann kann der Helfer quasi hier das Feld mähen und ich fahre dann mit dem Traktor, mit dem Osus und sammle die Ballen ein. Und bringe die dann weg. Und dann könnte man auf Felder Helfer einstellen für Düngen und so. So wie jetzt, wenn ich jetzt noch einen zweiten Traktor hätte. Ich brauche also noch einen weiteren Traktor. Am Ende das ziehen kann. Zum Düngen und zum Säen, ne? Zum Säen nicht nur zum Düngen und zum Kalken, weil der kauft ja den Kalk nach. Da brauche ich nicht jedes Mal nach dahin fahren, den Kalk holen, so wie jetzt im Moment. Ja. Also der Samen hat gut gehalten hier. Da gehen 2000 Liter rein, 2800 Liter hier gehen da rein und in die kleine Amazone gingen nur 1000 Liter rein. Und dann hatte ich da immer so einen Rest. Was sagt er gerade, ich wäre ein Flächenbedecker oder wie? Ja, aber nach dem dritten Mal hier. Ja, weiß der jetzt, dass ich jetzt hier fahre oder der Helfer? Ich muss ja Geld verdienen momentan und von daher okay. Dann kann ich morgen schon vielleicht Gras mähen. Und der Vorteil beim Gras ist ja, du säst das aus, dann wächst es von alleine. Ob das Dünger braucht, weiß ich nicht genau. Und aber jedenfalls brauche ich nicht zu sehen dabei. Und dann hat man ja so große, schöne okay. Also lustig ist das Bauerleben. Also wieder eine Runde Barcode und ja, also das geht doch schon mal gut mit dem Rops hier. Finde ich gut. Keine Absatz, die Ölfrucht, sag ich mal. Jedenfalls bezeichnen die das hier so. Und glaube ich heißt das Klee, ne? Das ist eine Art Klee, der dann auch sehr gut wirkt.
Ja, es ist ja auch gleichmäßig, jetzt habe ich keine Löcher drin. Wieso habe ich den Spurreißer eingeschaltet? Ich hätte da drauf gedrückt und wusste nicht genau, wofür das war. Und dann habe ich dann so eine Löcher da drin gehabt. Sieht man hier auch noch bei den Maps. Also, ich bin aber also auf der Stufe Fahrmanager. Das ist meine erste Spiel, mein zweites. Das erste habe ich mir versaut durch die Landschaftsmodulation. Da habe ich auf einmal so riesige Hügel gehabt in meinen Feldern. Die bekam ich ja nicht mehr weg. Und dann habe ich das aufgegeben und das zweite Spiel gestartet. Jetzt habe ich auch wieder so komische Hügel. Das war beim zweiten Bauernhof, die haben die mir so ein Podest hochgestellt. Das ging gar nicht. Also, das Feld wird kleiner, wie man sehen kann. Wie viel Uhr? 11 Uhr. Jetzt um 12 Uhr vielleicht fertig. Dann habe ich morgen hier schönes Gras zu mähen. Und das müsste dann massig Silageballen geben. Und mit den Silageballen müsste ich dann endlich ordentlich Geld verdienen, das ich jetzt brauche, um meinen Hof hier zu entwickeln und vielleicht weitere Konkurrenten zu aufzukaufen. Ich dachte ja, ich brauche eine Kriegskasse. Momentan habe ich 500.000 Schulden, 400.000, 350 genau, zahlen ab und habe aber jetzt ja ein paar Geräte auf Leasing. Das heißt, mit einem kleinen Verdienst habe ich dann noch jeden Tag 7.000, 8.000 hier zu bezahlen. 10.000 könnte man sagen, für den Kredit 2.500, die 350.000 und dann für die Leasingkosten auch nochmal jeden Tag 7.000, 8.000 und dann knapp 10.000, womit dann der ganze Verdienst von den Hühnern schon mal drauf geht. Da haben wir heute hier schon mal ein paar Silageballen verkauft, 6 Stück, da haben wir 4.000 eingenommen und dann verkaufen wir noch ein paar Hühner heute und fahren wir mal oben rum. Fahren wir mal oben rum. Okay. Damit wir keinen Drehwurm kriegen hier, oder wie sagt man? Kein Drehkoller. Ja. Und wenn ich also jetzt hier, wie viele Beine könnte ich hier ausbekommen, weiß ich nicht. Im besten Fall vielleicht 24. Das wären 24.000 nur von dem Feld, von einer Ernte und das jeden Tag oder wie? Müsste ich da einmal zur Schöne fahren und ja, dann einmal zur Schöne fahren und einmal ernten lassen und selber ernten, das Gras. Okay. Haben wir das Gras also und ja, dann sind die Anfänge der Landwirtschaft hier schon mal geschafft. Also mein Landwirtschaftspraktikum mache ich jetzt hier, ein virtuelles Landwirtschaftspraktikum und ja, ist spannend, interessant. Ich weiß ja nicht genau, wie der Bauer jetzt tickt, wie ein Bauer tickt, wodurch sich den Bauer jetzt vom Rest der Bevölkerung unterscheidet. Aber ich sag mal, der Bauer, der muss natürlich mit Schicksalsschlägen wie Wetter und so zurechtkommen.
Und ist auch eine harte Arbeiter. Einer, der hart arbeitet und hier seine Felder abrast, also auch mit Routine und Langeweile tätig zurechtkommt. Und ja, der arbeitet nur Tag und Nacht. Der hat keine Zeit zum Fernsehen, zum Internet, Bücher lesen, dafür hat er keine Zeit. Muss man einfach so sagen. Dafür hat er keine Zeit. Und ja, dann können wir das hier mal abfahren. Haben wir das Feld hier direkt beim ersten Mal durch. Schauen wir mal. Ich weiß nicht genau jetzt hier, wie weit mein Fenster ist, wie wird mein Fenster jetzt da hinten die Gegebenheiten im Flug abbildet. Ja, haben sie aber gut gemacht. Hier war noch was Grünes. Da war was Grünes. Das nehmen wir jetzt mit. Ja, es sieht auch das Tier ebenmäßig aus. Keine Spuren hier drin. Und dann waren wir hier schönes Gras. Was haben wir? 11:30 Uhr. Jetzt fahren wir noch den Spur ab. Die Rille kommt auch weg. Okay. Haben wir jetzt auch geschlossen. Und damit haben wir jetzt alles geschafft, oder? Da haben wir noch ein Stückchen, brauchen wir nicht, aber nehmen wir das auch noch mit. Und hier ist alles weg, ne? Wunderbar, haben wir geschafft. Jetzt kennen das hier. Müssen wir bald vielleicht was. So das hochheben, V, so das abschalten. Und jetzt haben wir das abgeschaltet. Und jetzt, ja, wo kommt jetzt das nächstes hin? Ich sollte immer da einstellen, wo der nächste Arbeitsgang ist. Also der nächste Arbeitsgang, der wird da oben stattfinden. Morgen nach der Ernte. Und hier ist die Abfahrt. Also ich den vielleicht hier irgendwo hinstellen. Ich stehe dann hier. Ne, morgen jetzt muss er erstmal gekalkt werden. Es wird jetzt mal gekalkt. Und das heißt also, jetzt stelle ich den erstmal hier hin. Können wir den hier hin, oder? Also ich habe Probleme, hier die Geräte irgendwo hinzustellen, weil ich jetzt hier da steht er gut, ja. Da steht er gut. Dann können wir den hier abkuppeln. Momentum. Hier zurück ein Stück, ja. Da müsste ich vielleicht meine Halle bauen. Also wenn ich hier Geld habe, kann ich natürlich immer ein Wohnhaus oder sowas kaufen. Also erstmal abkuppeln. Ja, haben wir. Und dann müssen wir die Wasser mal sauber machen. So. Und jetzt, wie sieht es aus dann mit dem Dünger? Habe ich da Dünger drin oder Kalk drin oder was ist da drin? Da in dem Gerät hier. Ah nee, bitte Job anhalb wieder. Ich hab den Fuß dann auf dem Gas und dann kriege ich den vom Gas nicht davon runter. Das heißt, der Fuß, der klebt an dem Gaspedal, obwohl ich dann sehe, dass ich in der falschen Richtung fahre, komme ich dann da nicht von runter. Also, das hier also, nee, die Richtung schon wieder.
Genau das meinte ich. Ich wollte die rückwärts eigentlich den angucken. Rückwärts, aber das war nicht möglich. So, jetzt möchte ich den rückwärts angucken, möchte einmal die Kurve fahren. Die falsche. So, genau. Jetzt haben wir ihn an. Und guck, wie sieht es aus? Was habe ich jetzt da unten drin? Ich brauche jetzt also Dünger. Dünger brauche ich. Habe ich Dünger? Ich muss welche kaufen gehen. Ich will hier gar nicht hinfahren. Ich hatte hier nur so 2 Packen stehen. Die sind da drin hier. Die standen in der Landschaft herum. Da habe ich so 2. 2 Stück, ja. Können wir vielleicht mal aufnehmen. Ich glaube, ich Mineraldünger, ne? Und das mit A. Dünger, ja. Und 98 Liter. Das lohnt sich ja gar nicht. Ist jetzt weg. War nur ein kleiner Restbanddünger. Dann haben wir da noch ein Packen. Was soll das hier? Wieso habe ich hier über so eine kleinen Packen hier? Dann hier nochmal ein Dünger. Nochmal her. Da ist ein bisschen mehr Dünger, ja. 1000 Liter haben wir den auch weg. Jetzt fehlt auf der anderen Seite, haben wir jetzt dann noch ein Packen hier. Mit 1000 Liter Dünger. Und so. Wo ist das dritte jetzt hier? Also, sollte man zurückfahren. Mal sehen, wo ist der Dünger? Da ist der dritte Dünger. Wie komme ich jetzt an dem an? Wie komme ich an den an? Erstmal so rumfahren. Und so vielleicht. Ist der Platz? So vielleicht, ja. Aber ich komme ich ja vorbei. So. Und jetzt nochmal her. Kommt der, ja. Haben wir 1700 Liter Dünger. So viel. Okay. Jetzt werden wir erstmal meine Felder düngen. Hier, das Feld düngen wir erstmal. Da brauche ich den ganz durch, so vielleicht. Dann können wir den einschalten, den Dünger. Vielleicht muss ich noch mal einen neuen zukaufen. Ich weiß ja nicht, wie die da reingehen. Also, da sind wir F. Düngersteuer einschalten. B. Müssen wir hier irgendwas absenken. Den Datenhelfer einstellen. Ne? B machen. Und jetzt wird eingestellt. Und dort die Dünger, ne? Doch, der düngt auch, ja. Der düngt auch sehr gut. Der düngt auch. Und der braucht ja auch nur, weißt du, 3-mal hier durch die Felder durch. Durchgehen. Und dann haben wir hier nochmal durch. Okay. Und jetzt haben wir also da. Und jetzt hier nochmal. Der Feld ist gedüngt oder nicht? Weiß ich nicht genau. Düngt der jetzt noch oder düngt der nicht? Der düngt noch, ja. Also, jetzt fahren wir das Feld da oben hin. Düngen wir das hier auch noch, wenn wir dazu kommen.
Und dann fahren wir hier so rüber. Und dann fahren wir hier so in der Mitte. Einmal in der Mitte fahren. Und dann einmal oben fahren. Das Feld so Drittel. Weil der hatte eine rote Streifenbreite hier. Wo wir hier nochmal so fahren. Und dann reicht das vielleicht. Haben wir alles komplett durch. So aus, ja. Dann können wir den mal ausmachen. Und haben wir den schon mal gedüngt. Und dann, das ist das andere Feld da oben. Das müssen wir auch noch düngen. Dann fangen wir mal hier an. Mal einschalten. Okay. Und jetzt düngt er wieder. Ne, Dünger einschalten bitte. Wieso? So. Jetzt ist der Dünger eingeschaltet. Jetzt sollte der Dünger, ja, macht auch. Okay. Also, einmal hier rüber. Und dann hier nochmal. Und hier nochmal. Dann fahren wir hier nochmal runter. Habe ich ein Stück vergessen hier. Habe ich ein Stück nicht gedüngt. Hier bin ich gut dabei. Ein schräges Feld. Okay. Dann müssen wir da hinten nochmal düngen. Wo war das da? Wo ich das da vergessen habe, ne? Hier habe ich das, glaube ich, vergessen. Dass ich das so drin habe jetzt hier. Okay, das war's. B. Und dann kommen wir vielleicht, jetzt habe ich den mal abgeschaltet, den Dünger. Immer 3 Felder gedüngt. Und soll ich jetzt da hinten das Gasfeld auch düngen oder mal sehen, ob das dann besser wächst oder mal sehen. Dann bauen wir hier jetzt mal so hoch. Ich glaube ja. Dünger einschalten. Haben wir. Dann bauen wir hier einmal so hoch. Und dann bauen wir hier so einmal runter. Dass wir so einmal die eine Hälfte zum Drittel haben. Und das hier drauf, so ein Drittel, ja. Der sprüht und sprüht an den beiden Seiten den Dünger ab. Und dann müsste der Gras eigentlich, das Gras auch hier auswachsen. Dann können wir jetzt hier nochmal, hier kommt das zweite Drittel. Dann haben wir den vielleicht hier beide gut gedüngt. Ne, in der Mitte fehlt wieder was. Müssen wir ein bisschen weiterfahren. So. Dann fehlt da unten dann wahrscheinlich auch was. Dann fahren wir halt nochmal rum, ist ja egal. Noch ist der Dünger da. Und dann fahren wir jetzt so hier. Haben wir den Dünger so ab. Da haben wir so einen Streifen in der Mitte. Den fahren wir dann gleich auch ab. Okay. Dann können wir den Dünger gleich da abbauen. Da war in der Ecke auch noch was so ein bisschen. Und dann fahren wir jetzt hier mal den Streifen ab. Und den Streifen fahren wir auch ab. So. Und jetzt haben wir alles gedüngt. Sieht so aus, ne? Haben wir alles gedüngt, super. Dann können wir gleich mal einen neuen Dünger kaufen gehen. Sollte vielleicht jetzt mal sehen. Ja. Vielleicht stoppen wir. Erstmal stoppen. So. Jetzt haben wir den Dünger drauf.
Und dann kauft man heute Nachmittag vielleicht nochmal drüber. Dann haben wir das Feld gut gedüngt. Ja gut, jetzt können wir jetzt mal, haben wir gedüngt, haben wir eingesammelt Ballen, machen wir jetzt mal abhängen. Können wir ausschalten, ne? Anschalten, ausschalten. Ich bräuchte vielleicht einen zweiten Düngerstreuer für Kalk oder so. Nein, Kalkstreuer. Damit ich dauernd zwischen dem Dünger und dem anderen da hin und her wechseln muss. Also was wollte ich den abhängen, habe ich. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal die Schaufel. Machen wir ein bisschen Hühnerstall aber. Ein bisschen Hühnerstall aber. Durch die Schaufel. Da müsste die Schaufel sein. So, da mal hin. So. Die Wind sind so tief. Was ist jetzt hier los? Wie ist die Schaufel so? Wieso bin ich so tief und wieso komme ich nicht an die Schaufel an? Verstehe ich nicht. Eigentlich müsste der doch immer so. Also der steht so quer. Was haben wir denn jetzt hier wieder gemacht? Mal ein Stückchen drauffahren. Dann so ein Stück drauffahren. Ich möchte den einfach nur mit dem Job. Ich möchte den einfach nur aufladen können. Ich möchte den aufladen können. Ja, so haben wir gut. Job. Da vorne. Was ist der da unten? Ist da was abgebrochen oder was? Weiß ich nicht genau. Mann, oh Mann. Ja, ich gehe rau mit den Geräten hier um. Aber gut, dass es virtuelle Geräte sind hier. Dadurch verliere ich ja alle Hemmungen. Ja, was ist das hier? Soll ich jetzt das überkaufen oder? So hängt jetzt die Luft, ist das abgebrochen? Oder was habe ich jetzt? Also, was tun? Ich brauche aber jetzt eine Schaufel. Dann fahren wir den Job, kaufen einen neuen fertig. Können Sie behalten hier. Und wo sind wir? Ja, hier. Dann fahren wir hier. Reparieren. Ja, bitte. Geht jetzt wieder oder ist der was abgebrochen? Hier geht nichts. Ich dachte, der müsste den verkaufen einfach. Ja, ich verkauft Quatsch, ja. 640. Okay. Haben wir verkauft. Müssen wir jetzt eine neue kaufen im Shop.
ist die Schaufel schon mal weg, okay? Dann machen wir eine neue Schaufel. Da haben wir die neue Schaufel. Im Shop bitte neu kaufen, da haben wir im Shop. Frontlader bitte. Nochmal Frontlader. Nochmal den kaufen. Was kostet der? 5400 schon wieder? Details. Kaufen wir die haben. Die brauchen wir ja für die Hühner jeden Tag. Also, die gehen da so Dinge kaputt. Also das kann ich glauben. Ich dachte, das wäre hier unverwüstbar. Aber so wie ich damit umgehe hier, ja. Wo ist eigentlich die Zange? Die Folienzange. Wo ist die eigentlich? Habe ich die schon wieder zurückgegeben? Weiß ich gar nicht. Und ja, könnte man vielleicht auch gleich einen zweiten Düngerstreuer kaufen mit Kalk, weil das ist ja der nächste Vorgang. So schnell 7100. Die Maschinen sind doch schweineteuer, ne? Sollten wir den vielleicht reparieren lassen gleich. Mein Supertraktor hier. Und dann machen wir das Fahrwerk gleich da runter. Und lassen wir den gleich reparieren. Wenn wir schon mal hier sind, hier rein, dann fahren wir da drauf. Okay. Dann stoppen wir ein Stückchen. Dann aussteigen. Dann dahin gehen. Und dann drauf und jetzt einmal her. Was hätte die Zeit reparieren? 403, ja machen wir. Und dann wieder zurück. Okay, jetzt haben wir das Auto repariert. Wenn wir da wieder ansteigen und den Traktor repariert, dann ist er wieder in Ordnung. An meiner Rundfahrweise. Okay, da haben wir jetzt noch ein paar stehen. Was ist das hier? Saatgut oder? Was steht jetzt da noch? Weiß ich nicht genau. Ist das Saatgut? Okay. Da haben wir den. Okay. Jetzt haben wir die 5500, die ausgegeben heute für nichts hier, nur für die Werkstatt. Nur für mal reparieren. Also, ich muss die Eier ja einzeln von der Hand auflesen. So mit 400 €. Und dann sind direkt mal 700 € weg hier. Und dann neue Stange jetzt hier, neue Frontlader 5006. Ja gut, der hat lang gehalten jetzt hier 10 Tage oder wie lang?
bei guter Fahrweise ist es vielleicht ein bisschen länger gewesen. Also diese Verschleißgegenstände, ob man mit guter und anständiger Behandlung damit länger zurechtkommt, Frontlader. Kommen wir jetzt mal hier hoch, wenn wir jetzt mal den ersten Hühnerstall sauber machen und dann den zweiten. Jetzt haben wir 13:33 haben wir. Und ja, jetzt haben wir gut gedüngt. Ich hoffe, langsam, da fahren wir hier mal drauf zu. Da ist schon die Schaufel. Okay, dann können wir jetzt ein Stück mal. Und dann mal die Perspektive wechseln. So, dann denken wir das mal ab. So, müssen wir ein bisschen rüberfahren. Und jetzt so rüberfahren, weiter ein bisschen. Okay, anheben. Und dann können wir das mal wieder. Okay, das geht. Und das kriegen wir den rechts da hinten jetzt auch weg. Momentum. Nee. Wir sind nicht nahe genug dran wieder. Schicken zurück. So. Kann man. Können wir den jetzt hier einladen? Geht das jetzt besser? Der ging ja jetzt mal nicht, ne? Jetzt geht der ja. Jetzt haben wir ihn gepackt, ja. Okay. Sollte der Hühnerstall proper sauber sein? Was ist der Hühnerstall? 78% Sauberkeit, der ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Der ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Der brauchen wir eine Zeit lang. Und dann fahren wir mal zu dem anderen hinten hin. Dann fahren wir zu dem anderen hin. Steht wie immer überall stehen welche Geräte hier im Weg. Hier stellt diese Blöde ab, dann hieß mal woanders hin. Ja. Immer der dumm fragt, ne? Okay. Dann fahren wir hier mal in die Ecke rum. So. Und dann haben wir hier noch ein Stückchen so. Okay. Und dann steigen wir mal aus. Wir sind jetzt schon ausgestiegen. Denken wir das mal wieder ab hier. So. Können wir jetzt so. Können wir den so wegfallen. Sieht so aus, ja. Okay, dann können wir vielleicht mal hochfahren und dann anschicken. Okay, geht weg. Und wenn wir den wieder runterfahren, und den anderen da hinten vielleicht auch wegfahren. Wollen wir den? Wollen wir den da? Okay. Dann fahren wir den auch nochmal zurück. Und dann fahren wir den hier drauf. Und den hier drauf. Wir sind also dann auch 22 Liter. Okay, ist weg, wunderbar. Haben wir das also auch gelöst. Okay, und dann können wir jetzt, ne, so nicht, oder doch.
Mal 5 Euro vorbei, ja. Müssen wir hier rum. So. Ja, weil die jetzt hier so blöd gebaut haben. Beziehungsweise, musste den da einstellen, wo da noch Platz war. Für den Hühnerstall, der ich unbedingt einen haben wollte, keine Geduld hatte, da 10.000 Jahre rumzuprobieren. Muss ich jetzt mal sehen. Wir sind mit den Kartons, da haben wir 2, 4, 5 Kartons. Das lohnt sich ja gar nicht. Aber Geld ist Geld. Also, Geld ist Geld und dann haben wir 12.000. Kriege ich jetzt auch noch einen zweiten Steuer für Kalk. Da liegt auch wieder ein Karton rum. Wieso liegt der da rum? Mal aussteigen bitte. Wo ist der Karton? Auf der anderen Seite, ne? Dann gehen wir da mal hin. Wieso ist der Karton da? Da oben. Hier liegt ein Karton rum. Habe ich den mitgenommen oder? Da haben wir einen Karton. Wie kommt der da hin? Wie kommt der da hin? Okay, haben wir. Also ein Karton schon mal. Gehen wir mal zurück hier. Gehen wir mal hier. Dann versuchen wir mal die Kartons hier aufzupicken. Okay, also ich bin hier schon quasi aus so einer Art Huhn, der jetzt hier die Kartons picken muss. Die picken die Körner und ich picke Kartons. Also der zweite Karton, jetzt nehmen wir hier mal den. Okay, dritter Karton, dann haben wir jetzt hier den vierten Karton. Den da eingepackt. Also, mein Mauspad ist einfach nicht groß genug hier. Scheint mir. Okay, jetzt haben wir den drin. Und jetzt nehmen wir den da. Manchmal will aber, dass wir da so richtig nah ranfahren, ne? Da sind wir 5 Kartons hier. Mist. Wir den wieder hochheben. Jo. Jetzt haben wir drin. Jetzt haben wir hier noch einen Karton. Da haben wir noch einen Karton. Und dann wollen wir den auch dann darauf heben. Okay, haben wir. Und dann können wir jetzt hier loslegen. Loslegen können wir. Und da einchecken und Abfahrt. Und Abfahrt zur anderen Stelle. Ja. Also gut finde wäre, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Steuer hätte, einen Kalksteuer. Dann kann ich dann morgen gleich kalken, nachdem ich das da abgesät habe. Ist da vorbei, ja. Der Wagen kommt dort vorbei. Ja, sollte passen, okay. Aussteigen. Steigen. Ich will auf der anderen Seite. Ich steige immer auf der falschen Seite aus, egal was ich mache.
dass ich dann immer hier rumlaufen muss. So, fangen wir den mal, packen wir den auf. Okay, also, einmal, dann gehen wir weiter rüber. Okay, dann haben wir hier nochmal einen. Und dann gehen wir dann nochmal rüber. Und dann laden wir den da hinten auf. Dann müssen wir gleich mal nachschauen, wo wir einen guten Preis bekommen. Für die zweite Einnahmequelle heute. Also heute Morgen habe ich ja schon mal okay. Haben wir den hier noch. Dann müssen wir den hier ranholen. Okay, haben wir. Wie sieht es aus jetzt hier? Wie viele Kartons haben wir jetzt ungefähr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kartons. Ja, das sollte vielleicht so reichen für. Können wir den mal einchecken. So. Nee, nicht so, bitte. Wir müssen nicht übertreiben, jetzt hier mal runter. Hier können wir auf jeden Fall vielleicht herumfahren, oder? Oh, genau das, was ich vermieden habe. Eine gute Saatmaschine, was haben wir jetzt hier? Da liegt die Beingabel, Mann oh Mann. Hier liegt alles hier kreuz und quer. Ja, dazu hat man dann eine Stelle im Nord, wo man das immer wieder hinlegt, immer wieder an dieselbe Stelle und nicht so wie ich hier so chaotisch hin und her. Ja gut, also, jetzt haben wir also momentan, was ich da verwählen, haben wir also momentan 6.700 auf dem Konto und dann sind wir halt 6.000 für die Schaufel draufgegangen und jetzt nehme ich nochmal 5.000 auf und reicht das dann noch für den zweiten Leasingwagen, für den Kalksteuer. Also ich möchte ja mal nachschauen, wie es hier aussieht. Vielleicht nicht auf der falschen Straßenseite, vielleicht sollte ich mal so fahren. So. Und dann möchte ich ja mal nachschauen, wie wieder passt. Wo kriegen wir jetzt einen guten Eierpass her? Da sind die Eier. Also, der Hafenspeicher, da müssen wir hin. Da war ich gestern auch schon. Gut, dann fahren wir zum Hafenspeicher. Gott sei Dank haben die kein Oligopol, dass sie sich also untereinander die Einkaufspreise absprechen. So weit sind die also hier noch nicht. Ja gut, also auf dem Hafenspeicher, da weiß ich ja, wo das ist. Da war ich schon ein paar Mal. Also Hafenspeicher, Restaurant oder Ranch, 3 Stück habe ich bisher ausprobiert. Und ja, das heißt,
für den Drescher könnte ich vielleicht auch noch mal reparieren lassen. Jetzt die Sache hier geht es raus. Dann kann ich runterfahren. Dann geht sie runter zum Hafen, ne? Dann geht sie runter zum Hafen. Dann im Shop steht, kann ich gleich rechts fahren. Dann gleich rechts fahren. Dann muss ich gleich auf meinen Hafen gehen. Brauche ich dann nur geradeaus fahren, wenn die Scheiße überhaupt. Er schlaft nicht ein hier, du. Du schläfst hier ein, mein Lieber. So, hier rein. So eine Stadtfernhörung. Oder wie? Dann fahren wir mal hier rein. Und so gehen. Und dann müssen wir da hoch. So ist da jetzt angezeigt. Weiß nicht genau. Hier mal, ne? Und das ist das andere nicht. Bin da richtig oder nicht? Natürlich bin ich richtig am Hafenspeicher. So sind sonst ein. Also, weiter. Und die andere Richtung bitte. Dahin. Hier. Ich will weiterfahren. Nur nicht weiterfahren. Okay. Jetzt fahren wir weiter hoch. Dann da drüber. Leider nicht. So, jetzt haben wir das. Gehen wir da ein bisschen weiter. Nehmen wir den hier so. Okay. Den hat er schon mal geschnappt. Und den auch. Dann können wir den vielleicht auch dahin. Ja. An der Stelle. Ja auch, ja. Ich muss natürlich mich ein bisschen bewegen. Und dadurch muss ich tun nicht mal mehr an dieser Stelle. So. Macht er nicht. Und dann wieder zurück. Okay. Und dann muss er vielleicht einfach eine bestimmte Höhe haben, oder wie? Kriege ich das vielleicht auch mal hier raus? Mit dem Kartons hier. Welcher Karton? Okay. Nächster Karton. Nehmen wir noch einen. Weiß ich nicht genau. Und dann müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Wir haben 438. 438 Meter. Und müssen wir den noch packen da. Packen wir den auch noch.
Okay. Das hier vielleicht auch. So. Jetzt habe ich hier noch einen Karton. Werde mal drauf zu. Dann ziehen wir den hoch, jetzt so weg. Okay. Haben wir das gemacht und dann haben wir 488 Einnahmen. Sehr schön. Und das heißt also jetzt heute, wie Einnahmen haben wir jetzt durch die Eier bekommen. Wenn wir hier mal einsteigen. So, da sind wir. Das hat jetzt hier die Bilanz. Hier, wie gesagt, die Bilanz. Also, wir haben neue Fahrzeuge, die Schaufel, 5400, genau. Dann haben wir Fahrzeugbetriebskosten, dann haben wir Mietkosten Fahrzeuge. Welche sind das heute? Das geht ja von dem Leasing. Habe ich heute nur diese Mietkosten von dem Fahrzeug? Die Grundkosten habe ich ja. Das wäre ja günstig. Mietkosten Fahrzeuge? Habe ich jetzt zweimal? Ne. Jetzt habe ich also eine Ernte, 4700. Dann habe ich verkaufte Ballen, 3800. Das heißt, es bleiben also 4200 über. Und ich habe jetzt ein Vermögen von 11.000. Ja. Diese ist also im Shop mit Kalk. Nicht mit Kalk, mit Dünger. Wenn ich vielleicht noch einen Düngerlager selber mitnehmen für Kalk, einen Kalkwagen. Schwader Düngetechnik. Also den habe ich ja schon. Was mit dem jetzt hier? Wir gehen 3200 Liter ein. Und da, was geht da an? Was ist das da? Ja, den könnten wir vielleicht schon nehmen. Kann ich ja Kalk einführen? Ist das Kalk? Das heißt für Kalk oder das für Düngemittel? Und das da? Ich weiß nicht genau. Für Einzelkorn oder was? Also Moment, mal zurück, da sind wir. Vielleicht den mal Details und wo hier irgendwas 3200 Liter. Dann können wir da vielleicht mal den Kalk holen. Den mieten wir, ja, aber mieten. Okay, und dann brauchen wir noch zweimal Kalk oder dreimal Kalk. Da gehen 3200 Liter ein. 3200 Liter. Brauche ich da dreimal Kalk für? Dreimal Kalk. Was kostet der Kalk? Das ist der Kalk. Wie geht der 1000 Liter? Brauche ich 3 Packen von. Das ist der Saatpack. Da haben wir Mineraldünger, haben wir auch. Da haben wir den Kalk Big Pack. Dann brauchen wir davon, da gehen auch 3 Stück jetzt. Details. Okay. Können wir einmal den kaufen, ja. Und ja, okay. Dann noch einmal, ja. Okay. Dann nochmal, ja. Okay. Jetzt habe ich also, ja, jetzt habe ich also das da stehen, den Kalksteuer und brauchte ich heute auch nicht, aber ist egal. Jetzt habe ich den schon mal, ich dachte, ich wäre gerade hier, aber war wieder gestern. Hier bin ich also. Jetzt können wir erstmal zurückfahren. Jetzt habe ich jetzt den Wagen dabei. Ich dachte, ich wäre jetzt ohne Wagen, könnte jetzt hier gleich mitnehmen. Wir müssen wieder zurückfahren. Ab
abhängen, dann wieder zurückfahren zur Werkstatt. Dann können wir die Maus machen. So, können wir weiterfahren. Also fahren wir jetzt erstmal den und dann haben wir jetzt den Düngersteuer. Ja, dann wir so 3 Stück hintereinander. Ja, ich habe die eingebaute Vorfahrt. Gerade hier durch die Landschaft. Okay. Das heißt, wir können gleich hier nochmal im Shop gucken. Hier geht's gleich hoch zum Shop, ne? Hier geht's hoch zum Shop. Und dann schauen wir uns mal die neue Sämaschine an. Machen wir die. Sollte jetzt schon mal stehen hier oben. Da steht ja schon der Anhänger. Müssen wir erstmal den Anhänger unten runterbringen. Und dann holen wir die Saatmaschine. Ich hoffe ja, dass das hier funktioniert mit dem Einladen. Und dann holen wir den Kalk damit. Dann habe ich einen Kalksteuer. Und dann habe ich einen für Düngemittel. Das heißt, dass ich also mehrere Maschinen habe. Einen Düngersteuer für Mineraldünger und einen für Kalk. Da sind jetzt 3000 Liter. Ich hoffe, dass es klappt und dass wir das gleich gebrauchen können, sonst geht der gleich zurück. Den haben wir auch gemietet. Wieder Mietungskosten. Klar. Mal sehen, was jetzt welche so an Leasingkosten halt. Heute habe ich schon 686 bezahlt für die Geräte, also im Deutschen scheint dann die Grundgebühr zu sein, oder wie? Da kommt dann eine zweite Abrechnung. Das haben wir hier jetzt mal, fahren wir jetzt hier erstmal drauf. So, wie sieht das aus hier? Ich möchte jetzt hier nicht da drauf sagen. Ja gut, haben wir. Können wir den abhängen. Und dann fahren wir nochmal runter. Jetzt fahren wir gleich nochmal in die Stadt. Todes, da ich den zweiten durch Kalk, den ersten Kalksteuer, die zweite Sämaschine. Ich hoffe, dass die für Kalk jetzt funktioniert. Ist ja keine Überraschung von dir, die Breite 3 Meter, glaube ich, oder wie war das, ne? Dann habe ich einmal Dünger und einmal Saatmaschine habe ich auch, ja. Und wenn wir denn die Saatmaschine nachher auch mal auffüllen. Okay. Ich bin so langsam dabei, mein Arbeitsgerät hier zu sortieren und das jetzt so aufzustellen, dass ich das brauche, was ich brauche. Dass ich also für jeden Arbeitsgang eine Maschine habe und dann brauche ich für jeden vielleicht einen Traktor, dass er dann nur drauf springen muss, um dann damit loszufahren. Und dann stelle ich dann jede Maschine für jeden Arbeitsgang gleich dahin, wo sie hin soll. Okay, wird jetzt angeschlossen. Hier vorne geht der ein, ja.
Okay, mal sehen, wie der funktioniert. Ich hoffe, das keine Überraschung gehabt, den hatte ich ja glaube ich schon mal. Da gibt es Probleme, ne? Da müssen wir hin. Und die möchte ich einfach fahren. Da fahren, ja. Weiter, ja. Haben wir? Okay. Gut, der geht aber hoch. Okay, jetzt haben wir hier weiter was. An die Suche schon einstellen. Denken, Abdeckung öffnen. Mit N. Einmal Abdeckung öffnen. Also das war das, ja. Und wie wird das jetzt? Mit der Ressource oder wie? Wird der jetzt voneinander oder? Der wird der hier gar nicht. Da muss ich jetzt auch mal einfüllen oder wie? Also der wird jetzt gar nicht. Also haben wir wieder den falschen. Jetzt muss ich jetzt hier mit Hand das Zeug einfüllen. Abdeckung schließen. Ja, geht nicht hier. Das ist schön. Und die geht auch. Düngestreu senken. V. Oder Düngestreu einschalten. Anschalten den Dünger. Und habe ich jetzt den R. Ich kann den R drücken, so viel ich will. Der macht keinen R. Machen wir dann wieder hin. Und den zu. Und jetzt anschalten haben wir noch die B. Und dann R. Der will kein R hier. Das heißt, der Zeug muss er einfüllen. F einstellen, Abdeckung öffnen, Düngersteuer heben. Das Ding funktioniert nicht so wie es soll. Okay Leute, einen im Shop, könnt ihr behalten, den Scheiß. Den könnt ihr behalten. Ja, könnt ihr behalten. Hast du mich verarscht? Kann ich die gebrauchen. Mit gemieteten Fahrzeugen. Der kommt wieder weg. Geben ja. Okay, müssen wir den anderen nehmen. Okay, brauchen wir den da. Junge Technik. Dann haben wir den zweiten hier. Der kostet 39.000. Den habe ich, glaube ich. Der hat also 12 Meter und der hat auch 12 Meter fürs Kalken. Ja, okay, dann gehen da 14.000 Liter rein. Und Kalk oder wie? Da komme ich ja Ewigkeiten mit aus. Da gehen also 14.000 Liter rein. Okay. Also, konfigurieren. Dann müssen wir Streuteller haben wir. 6 Meter Streuteller. Manche haben wir Streuteller. Also, Kleinaufbau, Großaufbau.
Lernaufbau. So, kein Aufbau 9000, okay. Reifenvariante Standard. Ja, sollte reichen. Okay. Was heißt 12 Meter Steuerteller? Mieten? Ja. Okay. Jetzt fahren wir wieder zurück. Hier. Wo sind wir jetzt hier? Was steht da hinten dran? Hier. Müssen wir hier, da mal Kalk. So, Max, da haben wir nur Kalk da hinten. Und dumm. Machen wir erstmal so. Dann kommen wir da mal rüber. Sie hatte so einen spanischen Reifen. Sie fährt denn nicht in der Richtung, wie ich fahren möchte. Hat denn nicht. Gehen wir jetzt ein Stück hoch oder was? Sie sind rüberfahren. So. Jetzt möchte ich da die anderen Reifen haben. Der hat jetzt schmalen Reifen. Aber für Kalk reicht das aus, ne? Standardreifen. Für Kalk oder nicht. Wozu braucht man die dicke Reifen und für dünne Reifen? Weiß ich nicht so genau. Okay, haben wir. Und jetzt, wie sieht es aus? Die Ressourcen. Ja, Kalk haben wir schon mal gut, sehr gut. Okay, da haben wir zweimal Kalk. Dann können wir nochmal zurückschauen, ein Stückchen. Haben wir noch ein Stückchen vor. Wir gehen 20% erstmal. Machen wir jetzt mal da drüber. Dann machen wir da drüber. Dann fahren wir da rüber. Dann schauen wir nochmal, ob wir noch was bekommen. Ja. Haben wir Saatgut. Hat der 2 Kammern oder wie? Ich möchte kein Saatgut kaufen, sondern ich möchte den restlichen Kalk kaufen. Da wird dann noch Kalk drin. Und da möchte ich jetzt den Kalk weiter einmachen. Okay. Reicht das? Jetzt haben wir den Kalk nochmal. Also der hat 2 Kammern. Das eine für Kalk und eine für Saatgut. Ist auch praktisch. Jetzt habe ich nochmal 300 Liter für Saatgut. Und ich würde den Kalk vielleicht auch noch nehmen. Okay. Das wusste ich ja gar nicht, dass ich quasi da 2 Kammern habe. Stopp. Nehmen wir den Kalk auch noch. 5400, ja. Jetzt habe ich jede Menge Kalk. Gut. Und Saatgut habe ich auch. Den ist jetzt mal gerüstet. Saatgut. Ja, Saatgut brauche ich doch gar nicht, oder? Saatgut. Saatgut habe ich ja jetzt die andere Maschine. Okay, fahren wir jetzt erstmal runter. Haben wir 300 Liter Saatgut hier drin. Die Düngemaschine. Ich brauche Mineraldünger. Kein Saatgut.
Okay. Jetzt haben wir hier Kalk. Mit den schmalen Rädern, der hat jetzt Kalk. Und wir sollten den Weg kalken. Okay, dann haben wir zwei Geräte für Dünger. Und da habe ich 7000. Habe ich heute einen Plus gemacht? Ich glaube nicht. Ich muss ja über bezahlen. Für Mietkosten der Geräte und so. Dann sind die Einnahmen gleich wieder fort. Aber die Grundgebühr habe ich ja schon mal bezahlt. Und jetzt habe ich dann nur die laufenden Kosten für das Gerät, glaube ich. Und das hält sich ja in Grenzen. Ich brauche die Geräte ja nicht so oft. Ja, wohin jetzt damit? Wohin mit dem Kalksteuer? Gute Frage. Wohin mit dem Kalksteuer? Da habe ich also der Breite, das ist der eine. Jetzt haben wir da eine Gabel liegen oder was haben wir? Ja. Okay, wo wir den hinstellen, dass wir den hier stehen. Unter den Kalksteuer. Okay, jetzt abhängen. Okay, weiter Gas geben. Aber gut. Also, können wir Feuer machen für heute oder nicht? Wie sieht sie aus? Können wir nochmal einen Düngervorgang machen oder was? Weiß nicht genau. Ich würde vielleicht noch mit Mineraldünger kaufen. Und nochmal einen Mineraldüngervorgang machen. Das ist mal der dicke kann also hier, der kann also auch, könnte ich noch mal düngen vielleicht. Moment, du. Da könnte man vielleicht noch mal düngen. Einmal gedüngt habe ich da überall, ne? Okay, mal, wir sagen die Felder. Eine Felderwirtschaft hat was? Feldfrüchte, Wachstum. Und in meine Felder, die sind alle im Wachstum, in der Wachstumsphase. Und die da unten nicht. Die könnte man vielleicht nochmal düngen. Die in der Wachstumsphase, Bodenbeschaffenheit, gedüngt ist ja sehr gut. Alle sind gedüngt, ausgerechnet. Weiß ich nicht so genau. Okay. Was ist denn, wenn ich immer auf die Felder gehe? Ich steige jetzt mal hier aus. Dann mache ich mal das Feld hier. Dann gehen wir mal hier auf das Feld. Auf das vielleicht nicht gerade. Die anderen da. Das hier ist meins, das ist das erste, ja. Was hat ihr jetzt hier? 400% gedüngt, ja. Sehr gut. Aber so 100% Düngung, da müssen wir auch 100% Düngung haben. Das ist ein Wachstum, ja. Das heißt, er hat einmal eine Bodendüngung. Da habe ich 100% quasi. Und der hat auch 100%. Der hat auch 100%. Und dann können wir da hinten mal schauen beim Gras. Wie sieht mein Gras aus? Muss mein Gras auch gedüngt werden, 100% oder? Was hat der jetzt hier?
Was haben wir jetzt hier auf dem Feld? Das gefällt mir. Fruchtbares Gras, Wachstum gedüngt 100%. Ja, als im Sommer wie es sein soll, super. Also, können wir Feierabend machen, ne? Für heute. Okay, Leute, das war's. Der Bauer macht Pause.